Das hier ist meine selbstgebaute Kantenschleifmaschine. Diese Kantenschleifmaschine ist nicht ganz selbst gebaut. Es ist eigentlich ein Umbau, und zwar von einer ganz herkömmlichen Bandschleifmaschine. Die habe ich umgebaut in diese Kantenschleifmaschine. Die ist sehr nützlich, nicht besonders groß, das wollte ich auch nicht, das brauchte ich auch nicht. Und interessant ist auch, dass es im Handel keine solchen kleinen Maschinen gibt. Also wenn man eine Maschine in dieser Dimension haben möchte, dann muss man die eigentlich selber bauen. Was die nun kann, das zeige ich Ihnen jetzt ein bisschen von der Nähe. Wir sehen hier die Kantenschleifmaschine von der Nähe. Man sieht jetzt auch hier die Anschlagleiste zum Band. Und diese Anschlagleiste, die ist genau im 90-Grad-Winkel zum Band gerichtet. Dasselbe gilt auch für den Tisch, der ist im 90-Grad-Winkel ebenfalls zum Band. Wieso zum 90 Grad? Ganz einfach, in der Regel habe ich 95% der Arbeiten brauche ich einen rechten Winkel. Jetzt die Frage ist natürlich, wie wird das Band ausgewechselt? Ich habe jetzt hier ein grobkörniges Band. Wenn ich das jetzt auswechseln will, kann ich das hier öffnen, kann hier das Band entspannen, das Band herausnehmen. Und jetzt lege ich zum Beispiel ein feiner körniges Band ein. So. Ausrichten, ja. Band wieder spannen. Jetzt kann ich das fein ajustieren hier. Habe ich einen Drehknopf. Kann ich die Höhe verstellen. Staubschutz zu. Dann kann ich da wieder den Staubschlauch anschließen. Und jetzt kann ich da im 90 Grad Winkel schleifen. Das Resultat ist ein perfekter 90 Grad Schliff, horizontal, aber auch vertikal. So sieht die Maschine von innen aus. Hier sehen wir den Motor, das ist immer noch der Originalmotor. Wenn ich jetzt da runter gehe, dann kann man auch die Verbindung sehen von der Motorenachse zur Hülse. Wenn ich jetzt am Schleifband drehe, dann sieht man, wie sich diese Hülse und die Motorenachse dreht. Der Motor, das ist ein Induktionsmotor, 230 Volt, 50 Hertz. Der hat 1450 Umdrehungen. Die Hülse hat einen Durchmesser von 6 cm, das heißt, wenn ich 6 mal Pi rechne, dann bekomme ich etwa 18 cm Lauflänge pro Sekunde. Wenn ich dann das hochrechne mit 1450 Umdrehungen pro Minute, so bekomme ich ungefähr eine Schleifgeschwindigkeit von 4,6 Metern pro Sekunde. Dann zeige ich die Maschine noch von der anderen Seite. Hier der zweite Zylinder, über welche dieser Zylinder kann ajustiert werden, das kann man unten sehen. Hier kann ich den Zylinder ajustieren, damit das Band gleichmäßig über die beiden Rollen läuft. Auf der anderen Seite sieht man dann, wie das Ganze fixiert ist. Hier kann man auch sehen, dass ich eine kleine Platte unterlegt habe, damit die beiden Rollen ganz genau im rechten Winkel zum Tisch stehen.
Ich zeige nun an diesem Beispiel, wie ich die Motorenachse mit der Bandachse verbunden habe. Wenn das jetzt die Motorenachse ist hier, habe ich hier ein Loch gemacht, 3,5 mm dick zum Beispiel, und hier dann eine Hülse genommen, das ist ein kleines Röhrchen. Der Innendurchmesser muss einfach größer sein als die Achse. Dann wird das hier in sich zusammengeschoben und dann wird die Achse und die Hülse mit diesem Stift miteinander verbunden. So. Das wird dann natürlich hier zugemacht, das ist klar. Und wenn hier die Motorenachse dreht, dann dreht sich die Hülse mit. Und die Verbindung dann von der Hülse auf die Achse des Bandes, das ist das genau gleiche Prinzip. Das befestige ich dann auch mit einem weiteren Stift. Und dann, wenn der Motor hier dreht, dann ist klar, dann dreht er mit der Bandachse. Das System muss so genau wie möglich aufeinander abgestimmt sein, aber es lässt Spiel zu. Man sieht das hier. So funktioniert die Verbindung. Jetzt haben wir hier den Motor. Und wenn wir jetzt da die Verbindung anschauen, das kriege ich da mit der Kamera mal ins Gehäuse rein, dann sehen wir oben, jetzt drehe ich da mal, oben ist der Stift angebracht. Ja, man sieht es kaum. Also unten sieht man ja die Verbindung vom Motor zur Hülse und oben sollte man sie auch sehen. Ganz knapp. Das ist die Verbindung von der Hülse zur Bandachse. Und wenn ich jetzt da das so bewege, dann sieht man das auch, dass das nicht fix miteinander verbunden ist, sondern ein bisschen Spiel hat. So, und zum Schluss möchte ich Ihnen noch zeigen, wie genau wie präzis diese Maschine arbeitet. Ich habe hier einen Stab mit einer ungeraden Fläche. Steht nicht. Und jetzt werden wir das genau im 90-Grad-Winkel schleifen und am Schluss sollte er dann ganz genau gerade stehen. So, Test bestanden.